Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Ich freue mich sehr, euch heute 4 Arten der roh veganen Milch vorzuzeigen, womit man die herkömmliche, ungesunde, pasteurisierte und homogenisierte Kuhmilch heute ersetzen kann, die außerdem von ungesunden Tieren aus der Massentierhaltung stammt, die mit Antibiotika vollgepumpt werden, denen es in der meisten Zeit verwehrt wird, grünes Gras auf der Weide zu fressen. Wer jedoch die Möglichkeit hat, an rohe Milch vom Biobauern zu gelangen, der sollte diese auch trinken. Denn rohe, unverarbeitete Milch von artgerecht gehaltenen Bio-Rindern, die gesunde Wildkräuter auf der Weide fressen dürfen, ist sehr gesund. Zuerst fangen wir mit der Cashewmilch an, denn das ist meine Lieblingsmilch von diesen 4 Arten, die ich euch jetzt zeigen werde. Dazu benötigen wir naturbelassene Cashewkerne und die werden wir jetzt über Nacht in Wasser einweichen. Ich habe dazu auch wieder mein destilliertes Wasser genommen, damit die Cashewkerne eben nicht die Schadstoffe aus dem Leitungswasser aufnehmen. Das Einweichen der Nüsse ist sehr wichtig, weil es zum einen die Verarbeitung hinterher sehr stark erleichtert und zum anderen entfernt es die schädliche Phytinsäure, sodass die Nüsse hinterher und ihre Produkte sehr leicht verdaulich sein werden. Nachdem die Nüsse eine ganze Nacht eingeweicht wurden, werden sie jetzt unter fließendem Wasser nochmal durchgespült, bevor wir sie dann weiterverarbeiten werden. Für die vegane Milch kann man sich den Maßstab 1:4 sehr gut merken. Das heißt immer 1 Becher Nüsse zu 4 Bechern Wasser zum Beispiel. Das ergibt am Ende die ideale Milchkonsistenz. Nimmt man weniger Wasser, würde die Milch dickflüssiger werden und dadurch zur Sahne werden. Je nach Menge des Wassers kann man eben also eine Milch oder eine Sahne herstellen. Ideal für die Verarbeitung der roh veganen Milch wäre es, einen Vitamix zu haben. Das ist einfach der beste und leistungsstärkste Mixer. Ich habe mir hier einen kleinen Vitamix geleistet, weil der einfach etwas günstiger ist als eben der große. Und ich kann nur sagen, dass es sich wirklich lohnt, einen Vitamix anzuschaffen, weil man damit einfach sehr viel bessere Resultate in der roh veganen Küche erzielt. Die 12 Stunden eingeweichten Cashewkerne werden jetzt einfach mit der 4-fachen Menge destilliertem Wasser gut durchpüriert, bis sie eine richtig schöne, cremige Milch ergeben, wie wir das jetzt hier sehen. Die Milch hat einen köstlichen, süßlichen Geschmack und da die Cashewnüsse durch das Einweichen so weich werden, lösen sie sich komplett in der Milch auf, sodass man nicht mal die geringsten Bestandteile der Nüsse in der Milch spürt. Weshalb die Cashewmilch meine Lieblingsmilch ist, weil sie wirklich eine köstliche, cremige Konsistenz aufweist und so lecker schmeckt. Man könnte sie daher prima für Milkshakes verwenden, wie hier in diesem Fall, zum Beispiel, wo ich einen Bananen-Peanut-Butter-Smoothie herstelle. Ein Rezept von meiner Tochter aus Schottland, wo der Smoothie sehr dickflüssig ist, man könnte ihn aber auch dünnflüssiger herstellen. Als nächstes wenden wir uns der Hafersahne zu, wofür wir möglichst natürlich Bio-Haferflocken verwenden sollten, idealerweise auch noch glutenfreie Haferflocken. In diesem Fall hatte ich einfach nur Bio-Haferflocken verwendet. Die Haferflocken werden hier auch jetzt wieder im Verhältnis 1:4 in Wasser eingeweicht. Allerdings wird das Wasser hinterher nicht weggeschüttet, wie das bei den Nüssen gemacht wird, sondern später einfach mitverwendet. Je länger man auch hier wieder die Haferflocken einweicht, umso besser löst sie sich hinterher dann in der Milch auf, sodass man sie nicht absieben muss und man auch keine Bestandteile in der Milch hinterher vorfinden wird. Die Einweichzeit kann daher von einer halben Stunde bis auch zu mehreren Stunden dauern. Je länger, wie gesagt, umso besser. Am Ende kommt dann einfach alles zusammen in den Vitamix. Wenn man möchte, könnte man etwas hinzufügen, wie zum Beispiel in meinem Fall hier jetzt ein hochwertiges Salz, also das Himalaya-Salz, und zwar nur eine ganz kleine Prise davon und ein hochwertiges, kaltgepresstes, natives Pflanzenöl. In dem Fall habe ich ja jetzt natives Rapskernöl verwendet, man könnte aber auch Olivenöl oder jedes andere hochwertige, kaltgepresste Pflanzenöl dafür verwenden. Und zwar nimmt man einen kleinen Schuss davon nur, das war's schon, und jetzt wird einfach alles zusammen in dem Vitamix wieder vermischt. Öl und Salz sind allerdings hier optional, das muss man nicht hinzugeben. Ich habe das jetzt einfach gemacht, weil die Milch mir dann dadurch besser schmeckt. Ja, und wie bei der Cashewmilch muss man hier nichts absieben hinterher, weil sich die Haferflocken eigentlich komplett darin auflösen in der Milch. Zumindest dann, wenn man sie wirklich lang genug eingeweicht hat vorher. Ja, und damit haben wir diese Milch auch schon fertig hergestellt, die man prima als Milchersatz benutzen kann, um damit Müsli herzustellen, Milkshakes oder auch die gesunde, rohe, vegane, goldene Milch. Mein Rezept dazu, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Hafermilch hat den Vorteil, dass sie am günstigsten herzustellen ist, denn Haferflocken sind wirklich günstig zu bekommen. Selbst dann, wenn sie von Bioqualität sind.
Und der Hafer ist auch ein echtes Powergetreide, das viele essentielle Aminosäuren, Mineralstoffe wie Kalium oder Magnesium und Ballaststoffe enthält, sodass er sehr gut die Verdauung regulieren kann. Und wenn man die glutenfreien Haferflocken dazu verwendet, ist dieses Getränk auch noch völlig glutenfrei. Da Hafer außerdem zu den gesündesten Getreidearten zählt, sollte man die gesunde Hafermilch auf keinen Fall verschmähen und so oft wie möglich in den Speiseplan integrieren. Hafer ist ein hervorragender Nährstofflieferant und versorgt mit einer großen Anzahl wichtiger Nähr- und Vitalstoffe, wie zum Beispiel mit Biotin, welches für schönes Haar, gesunde Haut und feste Nägel sorgt. Gleichzeitig ist er auch die beste Zinkquelle, die man sich wünschen kann. Ferner liefert er Vitamin B1 für starke Nerven, Vitamin B6 für eine ausgeglichene Psyche, sehr viel Eisen, ebenso sehr viel Magnesium, ebenso ordentlich viel Silizium, sodass das Alzheimer-Risiko vermindert werden kann, um nur einige der vielen gesunden Inhaltsstoffe der Hafermilch zu nennen. Jetzt kommen wir zur Kokosmilch. Dazu nimmt man einfach Kokosraspeln. Allerdings wäre es natürlich zu empfehlen, hier Bio-Kokosraspeln zu verwenden. Die hatte ich hier gerade nicht vorrätig, aber die möchte ich euch stattdessen stark empfehlen. Und Kokosraspeln sind grundsätzlich auch gar nicht teuer zu erstehen, sodass die eigene Kokosmilch zu Hause machbar ist. Auch hier werden die Kokosraspeln wieder eingeweicht, möglichst über Nacht, bevor wir sie dann weiterverarbeiten werden. Ja, und da Kokosmilch nicht nur lecker schmeckt, sondern auch sehr gesund ist, wäre es auch zu empfehlen, sich diese gesunde Milch öfters zuzubereiten. Denn Kokosmilch belebt die Schilddrüse. Es enthält die antibakteriell wirksame Laurinsäure, die die höchst hilfreiche Fähigkeit besitzt, das Keimwachstum zu hemmen, indem sie die Zellwand von Krankheitserregern wie Bakterien, Pilzen und Viren durchdringt und so zu deren Absterben führt, sodass sogar Herpesviren und Candida-Pilze vernichtet werden können. Und da das Fett der Kokosmilch das gute Cholesterin hebt, also den HDL-Cholesterinspiegel, was wiederum mit einem verminderten Arteriosklerose- und Herzinfarktrisiko in Verbindung steht, wäre es zu empfehlen, diese Milch auch des Öfteren zuzubereiten. Der Nachteil bei der Zubereitung der Kokosmilch ist allerdings der, dass man sie eben absieben muss, wie wir das jetzt hier sehen. Man muss sie durch solch ein Tuch geben, weil sich die Bestandteile der Kokosraspeln eben nicht in der Milch auflösen, wie das bei der Hafersahne der Fall ist und bei der Cashewmilch. Deshalb ist eben die Verarbeitung der Kokosmilch mit etwas Aufwand verbunden. Schmecken aber tut die Kokosmilch natürlich köstlich, wie jeder weiß, der schon einmal Kokosmilch getrunken hat. Und man kann sie vorzüglich für roh vegane Desserts benutzen, in der asiatischen Küche zum Kochen, aber auch für sehr viele andere köstliche Gerichte, wo man die säurebildende Milch einfach mit dieser Kokosmilch ersetzen könnte. Ich persönlich liebe den Kokosgeschmack in vielen Kochgerichten, weil er ihnen so etwas Besonderes, eine asiatische, exotische Note verleiht, Mashallah. Den Trester der Kokosmilch könnte man sehr gut für viele andere Dinge in der Küche benutzen. Zum einen könnte man ihn erstmal trocknen und dann zu Mehl verarbeiten, woraus man wieder viele verschiedene roh vegane Desserts herstellen kann, oder man benutzt den Trester auch einfach für Crackers. Man sollte ihn daher auf gar keinen Fall wegwerfen. Auch deshalb, weil alles von der Kokosnuss ebenso sehr gesund ist. Als nächstes werden wir dann die Mandelmilch herstellen, inshallah, die wir ebenso wieder eine Nacht lang einweichen werden, sowohl um die Mandeln etwas weicher zu bekommen, als auch natürlich um wieder die schädliche Phytinsäure daraus zu entfernen. Dadurch werden auch die Mandeln wieder sehr viel leichter verdaulich. Man könnte jetzt theoretisch die Mandeln auch schälen, wenn man das möchte. Ich habe aber die Schale dran gelassen, weil auch die Schale sehr viele Nährstoffe beinhaltet, die ich gerne in meiner Milch haben möchte. Weshalb ich die ganzen Biomandeln, so wie sie eingeweicht wurden, in den Vitamix gegeben habe. Und dann sollte man natürlich auch wieder hier 4 Tassen Wasser hinzugeben. Allerdings haben diese 4 Tassen natürlich nicht in diesen kleinen Vitamix reingepasst. Deswegen habe ich nur 2 Tassen genommen. Aber man kann natürlich die Milch im Nachhinein dann auch noch verdünnen. Die Mandelmilch sollte allerdings, genau wie Kokosmilch, gefiltert werden, also durch ein Tuch gepresst werden, weil sich die Bestandteile der Nüsse hier in dieser Milch eben nicht komplett auflösen und in der Milch dann eben zu spüren sein werden. Ich hatte das allerdings hier jetzt nicht getan. Ich habe die Milch einfach so verwendet, weil ich einfach gerne in den Genuss der kompletten gesunden Eigenschaften der Mandeln gelangen wollte. Aber damit man sie wirklich als Milch trinken kann und die Bestandteile der Nüsse in der Milch nicht spüren muss, sollte man sie schon filtern. Hier habe ich sozusagen eine Sahne hergestellt, weil wir ja nur 2 Becher Wasser zu dem Becher Nüsse gegeben hatten, sodass daraus eine wirklich dickflüssige Sahne entstanden ist, die man dann als gesunden Sahneersatz benutzen kann. Wie
wie zum Beispiel im Lupinenkaffee oder auch zum Kochen, wenn man das gerne möchte, als Sahneersatz. Um sie als Milch trinken zu können, sollte man sie dann eben weiter verdünnen, wie wir das jetzt hier getan hatten, indem ich dann nochmal die Hälfte dazu in Form von destilliertem Wasser hinzugegeben habe. Die Mandelmilch schmeckt relativ neutral, hat auch einen sehr leicht süßlichen Geschmack, aber nicht ganz so süß wie die Cashewmilch. Aber da sie so neutral schmeckt, könnte man sie wirklich toll als Milchersatz verwenden für verschiedene Anwendungen. Und da Mandeln auch relativ erschwinglich sind im Vergleich jetzt zu Cashewnüssen, während sie dabei gleichzeitig auch unvergleichlich gesund sind, sollte man sich wirklich die Mühe machen, diese gesunde Milch des Öfteren zuzubereiten. Denn schon 60 Gramm Mandeln pro Tag haben laut einer Studie eine extrem positive Wirkung auf unsere Gesundheit. So sollen sie zum Beispiel vor Diabetes schützen, den Cholesterinspiegel senken, die Knochen stärken, schlank machen und die Darmflora verbessern. Gleichzeitig liefern sie wertvolle Fettsäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe. Darüber hinaus handelt es sich bei Mandeln um ein basisches Lebensmittel, sodass die Kerne wunderbar in jedes gesunde und basenüberschüssige Ernährungskonzept passen. Deshalb könnte man die säurebildende Kuhsahne in vielen Rezepten super gut mit der Mandelsahne ersetzen. Zudem liefert sie viele ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium und Kupfer sowie große Mengen der Vitamine B und E. Nur ein Glas solch einer hochwertigen Mandelsahne deckt einen Großteil des täglichen Mindestbedarfs an Magnesium. Da gleichzeitig Calcium im richtigen Verhältnis enthalten ist, können beide Mineralstoffe vom Körper perfekt aufgenommen und verwertet werden. Vitamin E ist ein bekanntes Antioxidant, das uns vor freien Radikalen bewahrt. Es schützt außerdem die in der Mandel enthaltenen ungesättigten Fettsäuren vor Oxidation, sodass diese dem Menschen in höchster Qualität zur Verfügung stehen können. Ferner stärkt Vitamin B1 die Nerven und Vitamin B2 unterstützt den Energiestoffwechsel jeder einzelnen Zelle. Subhanallah. Es lohnt sich daher in jedem Fall, diese 4 Milchersatzarten immer zu Hause vorrätig zu haben, damit man alle Gerichte, die man mit Milch zubereiten möchte oder auch eben mit Sahne, in basischer, gesunder Form zubereiten kann, ohne auf die säurebildende Kuhsahne oder Kuhmilch zurückgreifen zu müssen. Und wie ihr gerade gesehen habt, sind alle 4 Milcharten wirklich denkbar einfach herzustellen. Man bräuchte eben nur einen vernünftigen Hochleistungsmixer zur Hand, weshalb ich die Anschaffung des Vitamix wirklich stark empfehlen möchte, selbst wenn es nur der kleine Vitamix ist, wie in meinem Fall. Alle Milcharten könnte man auch theoretisch einfrieren, sodass man sie im Vorrat hat. Und da die vegane Milch, wie jetzt vorgestellt, so viele gesundheitliche Vorteile hat, wäre es zu empfehlen, sie fortan täglich zu benutzen. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und vergesst auch nicht, das Video mit all euren Freunden und Verwandten zu teilen. Liebe Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.